Hallo, da bin ich wieder. Jeder von uns hat doch den Traum vom großen Geld. Und die einen gehen dafür ihr Leben lang hart arbeiten. Die anderen wiederum, die sprengen einfach Geldautomaten. Und was zuerst klingt wie ein neues Musikvideo vom krassen Gangster-Rapper, ist tatsächlich blanke Realität. Denn in Deutschland werden jedes Jahr hunderte Geldautomaten gesprengt. Und wir versuchen heute einen Blick hinter die Kulissen von dieser kriminellen Szene zu werfen und probieren auch mit einem echten Geldautomatensprenger zu sprechen. Denn unser Plan ist, dass wir den Geldautomatensprenger gleich am Treffpunkt abholen. Na, ich glaube, ich werde mich an das Gefühl nicht so schnell gewöhnen. Geldautomaten sind für Verbrecher natürlich der einfachste Weg, um schnell an Bargeld zu kommen. Dabei gibt es längst Alternativen, die den Umgang mit Geld einfacher und sicherer machen, wie zum Beispiel N26. Mit N26 erledigst du dein Banking komplett mobil, ohne Bargeldstress, ohne unnötige Wege, einfach von deinem Smartphone aus. Falls du N26 noch nicht kennst, es ist die Bank, die du lieben wirst, denn alles funktioniert komplett digital, transparent und ohne unnötigen Papierkram. Außerdem hat N26 eine vollständige deutsche Banklizenz, du kannst dich also auf maximale Sicherheit verlassen. Apropos Sicherheit, du bekommst natürlich auch Push-Benachrichtigungen in Echtzeit bei jedem Login und bei jeder Überweisung, damit du sofort mitbekommst, falls etwas Ungewöhnliches passiert. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung bekommst auch nur du Zugriff zu deinem Konto, sodass du nochmal extra geschützt bist. Ich persönlich bin schon seit 6 Jahren Kunde bei N26 und ich bin immer noch begeistert, wie unkompliziert alles funktioniert. Egal ob Online-Überweisung oder kostenlose Bargeldabhebungen in Deutschland oder im Ausland. Und das Beste ist, wenn du es mal ausprobieren möchtest, das Standardkonto bei N26 ist komplett kostenlos. Dazu bekommst du auch praktische Features wie zum Beispiel Statistiken zu deinen Ausgaben oder die virtuellen Karten, damit du sofort loslegen kannst. Wenn du noch mehr möchtest, dann ist vielleicht eines der Abo-Modelle von N26 das Richtige für dich, denn da gibt es Smart, You oder Metal, bei denen du bis zu 2,75% Zinsen kassierst. Bei den Tarifen gibt es auch noch praktische Extras wie zum Beispiel Versicherungen, Krypto-Trading oder Rabatte bei Partnershops. Außerdem ist N26 europaweit der einzige Anbieter, bei dem du kostenlos mit Aktien und ETFs traden kannst, das heißt ohne Provision und ohne Gebühren. Also warum Banking nicht einfach so gestalten, wie es am besten zu dir passt? Check gerne den Link unten in der Infobox ab, dort kommst du zu N26 und kannst dein Geld für dich arbeiten lassen. In den letzten Monaten habe ich täglich die Newsseiten in ganz Deutschland nach dem Schlagwort Geldautomat durchsucht. Und dabei ist mir aufgefallen, fast täglich gab es einen neuen Angriff auf einen Automaten. Und das belegen auch die Zahlen des Bundeskriminalamts. Allein im Jahr 2022 gab es insgesamt 496 Sprengungen von Geldautomaten. Und im Jahr 2023 waren es immer noch 461. An Heiligabend 2024 gab es eine Sprengung von einer Bankfiliale in einem kleinen Örtchen in Rheinland-Pfalz und genau die Filiale habe ich mir mal angeguckt. Also wenn man das erste Mal vor so einer Bankfiliale steht, die vor einem Monat gesprengt wurde, dann ist das wirklich nochmal was ganz anderes, als wenn man sich die Videos davon anschaut oder das irgendwo in der Zeitung liest. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte wirklich gedacht, dass man von außen gar nicht so viel erkennt, weil es konzentriert sich ja auf diesen einen Geldautomaten, den man knacken möchte. Aber wir stehen ja hier vor dem Beweis, dass es halt nicht so ist, dass hier halt auch andere Leute in Mitleidenschaft gezogen werden können. In der Nachbarschaft, unbeteiligte Passanten, die hier vorbeigehen oder vorbeifahren. Stell dir mal vor, du fährst hier nachts durch den Ort, möchtest eigentlich nur noch nach Hause und auf einmal fliegt dir so eine Scheibe auf die Straße, weil hier irgendwelche Leute einen Bankautomaten in die Luft sprengen. Auch hier so ein klassisches Bankbüro, wo wahrscheinlich irgendjemand jahrelang gearbeitet hat und auch hiervon ist nicht mehr viel übrig. Hier sind die Balken von der Decke gekracht. Und auch da will ich mir nicht vorstellen, dass jemand zufälligerweise mal länger gearbeitet hat, dann hier drin sitzt, das Ding explodiert und du kriegst hier die halbe Decke auf den Kopf. Und ich will auch nicht wissen, wie es nebenan aussieht, weil hier an der Bank grenzt direkt nochmal ein anderes Büro dran und ich bin mir sicher, dass auch das irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da stehen die Geldautomaten. Quasi haben die nichts mit dieser Wand hier zu tun und trotzdem war die Erschütterung so groß, dass das hier davon übrig geblieben ist und quasi dieses Büro, das mit der Bank per se erstmal nichts zu tun hat, auch davon betroffen ist. Und ich möchte mir eigentlich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte hier in der Nacht auch noch jemand gearbeitet. Vor Ort habe ich dann auch mit Franziska gesprochen. Sie wohnt mit ihrer Familie direkt neben der Bankfiliale und hat die Tat natürlich auch live mitbekommen. Also für mich war es hat mich schon ein paar Tage sehr beschäftigt. Als ich verstanden habe, dass da wirklich so eine Gewalttat da neben uns passiert ist und mit dieser Wucht da was weggesprengt wurde, was sie hätte können auch noch einen größeren Schaden nehmen. Wahrscheinlich sind ja auch die Täter vorher da lang gefahren und ich meine, wir wohnen direkt daneben. Die wollten ja sicherlich auch sicher gehen, dass wir nicht noch da am Esstisch sitzen.
Und das hat mich nachher auch so ein bisschen beschäftigt, wo ich dachte, dann waren die ja schon öfter hier. Also die kommen ja nicht zum ersten Mal her und überlegen sich dann, ach, hier könnte es mal sprengen. Und das sind so Gedanken, also das ist schon so ein bisschen beängstigend. Vor allem organisierte Banden aus den Niederlanden sind in den letzten Jahren immer professioneller geworden. Die Automaten, die Nachbarschaft und die Fluchtwege werden wochenlang ausgespäht. Auf der Flucht brettern die Täter dann mit bis zu 300 km/h ohne Licht über die Autobahn Richtung Landesgrenze. Und genau so einen Fluchtwagen habe ich mir mal beim LKA in Düsseldorf angeguckt. Warum ausgerechnet dieses Modell? Der ist hochmotorisiert. Der Wagen, der hat 400 PS und der ist schnell und hilft den Tätern natürlich schnell zur Flucht. Was sicherlich auch ausschlaggebend ist, ist, dass der relativ unauffällig daherkommt, oder? Absolut. Also der fällt im fließenden Verkehr kaum auf. Also es ist schon ein ungewohntes Gefühl, sich vorzustellen, dass genau in diesem Wagen Geldautomatensprenger saßen. Bei welchen Taten war dieses Fahrzeug im Einsatz? Wir haben festgestellt, dass die Täter in Duisburg eine Garage angemietet haben, mitbekommen, dass die Täter innerhalb Duisburgs von der Garage aus zu einer Sparkassenfiliale gefahren sind. Die Täter haben zu dritt versucht, in dieser Sparkassenfiliale mittels der Einleitung eines Gas-Sauerstoffs-Gemischs den Automaten zu sprengen. Das konnte verhindert werden. In der Filiale ist eine Nebelanlage verbaut gewesen. Im Anschluss sind die Täter die 7 Kilometer in 3 Minuten 30 circa zurückgefahren zu der Garage, haben sich in der Garage verschanzt und da wir wussten, wo die Täter sind, ist uns natürlich dann gelungen, die Garage zu blockieren. Wir haben die Täter angesprochen, wollten die Täter zur Aufgabe bewegen. Die Täter haben dann allerdings innerhalb der Garage das Fahrzeug noch einmal gestartet, haben versucht, das Garagentor von ihnen aufzudrücken, recht spektakulär. Die Täter sind dann festgenommen worden und die Auswertung der Beweismittel führte letztendlich dazu, dass man den Tätern 13 Taten nachweisen konnte im westlichen Nordrhein-Westfalen. Eine Sache, die ich auch gerne noch mal ansprechen wollen würde, ist, dass solche Taten in Rap-Songs natürlich total glorifiziert werden. Da wird explizit über Semtex gesprochen, wie man da vorgehen könnte. Deutsche Bundesbank, Deutsche Postbank. Nehmen Sie mich mal mit, warum ist das kein Kinderspiel? Also es sind Gebäude, da leben Menschen drin. Sprengstoff oder wie wir sagen Explosivstoffe heißt nicht umsonst so, die sind lebensgefährlich. Dann die Fahrerei. Wenn ich mit so einem Auto fahre, wenn ich mit dem Auto verunfalle, ich habe teilweise 80, 100, 150 Liter Kraftstoff im Auto. Es hätte schon deutlich mehr passieren können. Es ist Gott sei Dank bisher sehr, sehr wenig passiert. Über was für ein Strafmaß sprechen wir da? Es sind zwei Tatbestände, die hier in Frage kommen. Das eine ist das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion. Der zweite Tatbestand ist dann immer in Tateinheit mit einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Den schwereren Part nimmt halt das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ein. Hier sprechen wir derzeit von einem Mindeststrafmaß von nicht unter einem Jahr. Gegenwärtig ist aber auch eine Gesetzesnovellierung im Gange, wo man überlegt, das Strafmaß heraufzusetzen auf mindestens 2 Jahre Freiheitsstrafe, ohne Personenschäden, mit Personenschäden ab 5, sodass wir uns dann hier bewegen würden im Rahmen einer Sprengung ohne Personenschaden zwischen 2 und 5 Jahren. Trotz alledem könnte man ja immer noch denken, dass es sich hier um die gute alte Robin-Hood-Methode handelt. Ich meine, man tut keinem weh und man klaut es ja nur den Banken. Aber das stimmt nicht. Denn in der Vergangenheit häufen sich die Fälle, bei denen die Täter auf ihrer Flucht verunglücken. Und außerdem setzen sie jedes Mal dabei Menschenleben aufs Spiel. Ob bei der Flucht oder bei der Sprengung selbst. Und genau aus diesem Grund wollte ich herausfinden, was in so einem Täter vorgeht, der jedes Mal für ein paar 10.000 Euro andere Menschenleben riskiert. Wir haben es jetzt 8 Uhr morgens. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Niederlande, denn dort treffen wir heute einen Geldautomatensprenger. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr angespannt, weil ich weiß nicht, was für ein Mensch er ist. Ich weiß nicht, wie er heißt, wie er aussieht, denn das Ganze ist über Instagram und Snapchat zustande gekommen. Dort hat mich nämlich jemand angeschrieben, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und wir haben jetzt eine Woche lang hin und her geschrieben. Ich habe auch schon einen ganzen Fragenkatalog hingeschickt, habe darauf auch schon explizite Antworten bekommen und habe dennoch noch ein paar sehr, sage ich mal, spezifische Fragen vorbereitet, auch zum Thema Sprengstoff, die eigentlich nur jemand beantworten kann, der das Ganze wirklich durchlebt hat, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben es jetzt kurz nach 14 Uhr, jetzt sind wir hier verabredet. Er hat sich extra diesen Spot hier ausgesucht, weil hinter uns befindet sich ein Coffeeshop. Seiner Theorie nach fällt hier ein deutsches Touristenkennzeichen nicht so auf wie anderswo und deswegen ist hier der geeignete Spot. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir hier wirklich heute zum ersten Mal einem Geldautomatensprenger gegenüberstehen werden.
Wir haben schlechte Nachrichten. Ich habe eine Insta-Nachricht bekommen von unserem Kontaktmann und er schreibt, ihm tut es wirklich leid, dass er dich versetzt hat. Er ist aus Utrecht rausgefahren und ihm sei ein Volvo mit 2 Insassen fast bis nach Enschede gefolgt und dann sei er gewendet. Handy hat er aus dem Auto geworfen, er kann sehr paranoid sein und er ist zurück in seine Heimat gefahren. Ja, das heißt, das Interview findet heute leider nicht statt. Ist natürlich total ärgerlich, weil wir bis in die Niederlande gefahren sind, aber das Risiko war uns ja vorher bewusst, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Und wenn man natürlich so viel zu verlieren hat, im Grunde genommen riskiert er ja seine Freiheit damit, kann ich das sogar ein Stück weit nachvollziehen, dass man da sehr, sehr vorsichtig ist. Jetzt muss man natürlich sagen, dass ich genau an diesem Punkt auch an dieser ganzen Geschichte gezweifelt habe. Ich habe mir natürlich auch vor Augen geführt, dass es nicht unrealistisch ist, dass jemand mich reinlegen möchte, dass jemand einen Prank machen möchte. Aber auf der anderen Seite bleibt mir ja nichts anderes übrig, als der Person erstmal mein Vertrauen zu schenken und zum vereinbarten Ort hinzufahren. Nichtsdestotrotz wollte ich irgendwie an diese Geschichte glauben, weil derjenige mir schon über Snapchat etliche Fragen glaubhaft beantwortet hat. Er hat mir Sachen über Sprengstoff verraten, er hat mir Sachen über seine Taten verraten, sein Motiv, mir ein Interview zu geben. Und deswegen habe ich mich ein paar Wochen später nochmal auf ein zweites Treffen eingelassen. Es ist mal wieder soweit. Heute ist der zweite Versuch, einen echten Geldautomatensprenger zu interviewen. Es ist mal wieder alles bis ins letzte Detail geplant. Heute treffen wir uns in einem Hotel an der niederländischen Grenze. Aber ob unser Protagonist am Ende des Tages kommt, das bleibt die große Frage. So, wir sind angekommen im Hotel. Hier haben wir jetzt auch einen Tiefgaragenplatz. Das war auch sehr, sehr wichtig, denn unser Plan ist, dass wir den Geldautomatensprenger gleich am Treffpunkt abholen, mit ihm in die Tiefgarage fahren und von hier aus direkt mit dem Aufzug nach oben. Und jetzt müssen wir hier erstmal abchecken, dass hier auch keine Überwachungskameras hängen, damit er da nicht aufgezeichnet wird und man eventuell sein Gesicht erkennen könnte. Außerdem haben wir uns für ein ziemlich unscheinbares Hotelzimmer entschieden. Hier haben wir die Interviewkulisse aufgebaut, weil das hier könnte theoretisch überall in Deutschland sein. Außerdem hat der Geldautomatensprenger mich gebeten, eine Flasche Desinfektionsmittel mitzubringen, denn er möchte nach dem Interview nicht nur seine Hände desinfizieren, sondern auch die Tische, Stühle und Türklingen, alles, wo er seine Fingerabdrücke hinterlassen könnte. Jetzt, wo es natürlich ernst wird und wir in 2 Minuten am Treffpunkt sind, muss ich sagen, bin ich schon angespannt, weil ich ja immer noch keine Ahnung habe, wer er ist, ob die Geschichte so stimmt, wie er so tickt und wie er sich verhält. Und ja, umso gespannter bin ich natürlich, was er uns heute zu erzählen hat. Und vor allem natürlich, ob er wirklich kommt oder uns ein zweites Mal hängen lässt. Ja, ich glaube, ich werde mich an das Gefühl nicht so schnell gewöhnen. Eine schlaue Sache sollte ich noch machen. Den Autoschlüssel hier lassen, falls ihr flüchten müsst. Bis gleich. Seht ihr, ich denke immer zuerst an euch. Ihr müsst euch die Situation folgendermaßen vorstellen. Ich bin also in diesen dunklen, unbeleuchteten Park reingegangen und wusste gar nicht, was mich so recht erwartet. Im ersten Moment habe ich da auch gar keinen gesehen, dann hat aber jemand ein Feuerzeug angemacht und ich wusste, in diese Richtung muss ich gehen. Ja, und als wäre das irgendwie nicht alles schon spannend genug, stand er da mir gegenüber, maskiert mit einer Skimaske und wir haben uns natürlich erstmal ein bisschen kennengelernt. Ich habe von meinen Absichten berichtet, wie ich mir das Interview vorstelle. Er hat seine Forderungen gestellt, damit wir ihn natürlich auch unkenntlich machen. Ja, und dann sind wir gemeinsam ins Hotel gefahren. Warum hast du dich dazu entschieden, heute ein Interview zu geben? Ich fand, dass du der Richtige bist für so einen Beitrag. Und ich fand es auch wichtig, dass man vielleicht darüber redet. Gerade, dass es in Deutschland auch so ein Problem ist. Und dass es auch vielleicht ein informatives Video ist, was es sicher gibt. Okay, vielen Dank. Wie bist du überhaupt in diese Szene reingeraten? Das fing bei mir schon ganz früh an, ungefähr mit 18. Da habe ich angefangen mit Drogenhandel, auch intensiv, also mit Marihuana und Kokain. Ich habe dann über die Jahre auch ein paar Kontakte bekommen, auch in die Hooligan-Szene, in die Zuhälterszene, in die Drogenszene und dann letztendlich auch in die Sprengerszene. Da habe ich dann auch die Person kennengelernt, die mich dann später ich will nicht sagen hinzugefügt hat, aber mir das ein bisschen gezeigt hat, mir ein bisschen das näher beigebracht hat. Er war ja auch mein Kokainzulieferer und mir ging es dann finanziell nicht gut. Und dann hat er mich dann gefragt irgendwann, ob ich ihm ein paar Sachen besorgen könnte. Darunter waren Kennzeichen, Sprengstoff, Sturmhauben, alles was man halt so braucht. Und er bot mir damals ein halbes Kilo Koks dagegen an. Und das war damals viel Geld, gerade für mich als Süchtigen dann auch. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel ist das ungefähr wert? Ein halbes Kilo, ich sag mal so ein Kilo geht so für 30.000, 35.000 weg. Also lass es 15.000 sein. Ich habe erstmal nur Kennzeichen besorgt. Das verging dann 1-2 Mal gut. Ich habe es nur 1-2 Mal gemacht und dann kam halt schon dieser nächste Step, sag ich mal. Wir sind Samstagnacht losgefahren. Ich denke, ich war gegen 15 Uhr bei denen. Wir haben die ganze Zeit gesprochen, bis zum Tatvorgang.
Wir haben die ganze Zeit Videos auf dem Handy geschaut, wie man sie aufhebelt, worauf man achten muss, was für ein Modell das ist, ob das ein Automat ist, ob das ein anderer Hersteller ist, ein anderes Baujahr. Wenn ich die Seriennummer sehe, muss ich... Wenn ich die Seriennummer sehe, muss ich... Er war schon gut organisiert, sag ich mal. Und wer hat im Grunde am Ende entschieden, welcher der ganzen Automaten es wird und wie viel waren es überhaupt am Ende? Wie meinst du das genau? Na, so insgesamt, wo du beteiligt warst. Also ich habe insgesamt 9 Automaten gesprengt, wovon aber nur 7 leider zur Beute geführt haben. Was heißt leider? Galgenhumor. Wie viel Zeit braucht man denn dafür? Also in die Vorbereitung, wie viel Zeit muss man da stecken und wie lange dauert sowas wirklich vor Ort? Also wir waren schon sehr gründlich bei der Vorbereitung. Ich würde sagen, 5-6 Wochen fährst du schon die Strecke. Ich meine, du fährst die ganze Zeit die Strecke, guckst sie an, wo sind die festen Blitzer, sind gerade Ferienzeiten, ist da gerade viel Stau, ist da viel Industrie, also viele LKW. Worauf muss man achten? Wie viele Spuren gibt es überhaupt? Das sind so viele Faktoren, worauf man dann Einfluss hat. Auch die Wetterlage, ist es da glatt, wie ist die Polizei da? Das sind alles so Faktoren, die damit einspielen. Nimm uns mal vielleicht mit in deine Gedankenwelt, wenn ihr vor Ort loslegt. Wie fühlt man sich bei so einer Tat? Du meinst während der Sprengung? Sehr angespannt, also wirklich, also das ist... Ich krieg gerade auch ein bisschen Gänsehaut. Es ist schon dieses Gefühl, also wenn man rausrennt, man hat den Sprengstoff platziert und man rennt raus und dann man hat diesen Elektroschocker und man drückt diesen Knopf und diese Sprengung. Man sieht's vielleicht in Videos oder auf TikTok oder Instagram, aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Gerade wenn du wenige Meter daneben sitzt. Du merkst den Schall richtig, du merkst richtig diese Tür wegfliegen. Du merkst die Scheibentüren, du hörst die Sirene und dann pocht das Herz auf jeden Fall sehr extrem. Das ist schon gefährlich auf jeden Fall. Gerade wenn du auch noch reinrennst und nicht weißt, ist das zweite Päckchen wirklich gesprungen, war es nur das erste, ist das Päckchen vielleicht noch am Brennen, das weißt du natürlich auch nicht. Wie verarbeitet man sowas? Wie macht man das mit sich selbst aus? Schwierig, ist wirklich schwierig. Auch jetzt rückwirkend, ich war zu dem Zeitpunkt sehr schwer kokainsüchtig. Das ist natürlich keine Entschuldigung, aber das hat dazu beigetragen, dass ich vielleicht diese Taten so machen konnte, wirklich. Aber es hat mich innerlich auch sehr aufgefressen, weil du es auch niemandem erzählen kannst. Du musst gucken. Ich war ja sehr jung damals und plötzlich hast du dieses Geld. Du weißt gar nicht, wie du richtig damit umgehen sollst. Du kennst es wahrscheinlich selber. Wenn du das erste richtige Geld hast, dann überlegt man nicht mehr. Kauft man sich das Fahrrad oder kauft man sich den Fernseher? Da geht es eher darum, ist es diese Uhr oder ist es dann dieser Koffer? Solche Sachen. Gerade vor 2 Tagen habe ich einen Fall gelesen, wo Leute einen Geldautomat in Paderborn gesprengt haben und dann gegen einen Baum gefahren sind. Die Flucht ist ja auch sehr riskant. Was unternimmt man da, damit man nicht erwischt wird? Also die Flucht war schon, anfangs sehr primitiv. Also wir sind einfach schnell gefahren. Wie soll man sagen? Wir sind schnell gefahren, rechts überholen, links überholen. Es geht schnell. Aber ich glaube, nach der 3. und 4. Sprengung, dann wurde es schon ein bisschen ekelhaft, kann man schon fast sagen. Weil dann kam der Fahrer auf die Idee, dass wir mit Nachtsichtgeräten vielleicht mal arbeiten sollten. Das heißt, auf der Flucht, sobald wir auf der Autobahn sind, machen wir die Lichter aus und dann geht das Nachtsichtgerät an. Hat dann der Fahrer und Beifahrer. Der Fahrer guckt nur nach vorne und der Rechte nur nach rechts, weil niemand sieht uns. Die Polizei sieht uns nicht, aber auch die LKW-Fahrer sehen uns nicht. Für mich war die Fahrt sogar eines der schlimmsten Sachen, sogar zum Ende, sogar auch wenn man sich vorstellt. Klar, die Sprengung war mein Job, das ist auch schon schlimm. Aber wenn du dann in so einem Auto sitzt mit 300 km/h, Lichter aus und das Einzige, was du siehst, ist dieses Licht, was wirklich es schallt an dir vorbei. Du kannst gar nicht mitmachen. Oder dass du das mitbekommst, weil ich auch oft auf Koks war, habe ich die Augen zugemacht und saß dann so eingeschränkt und hab mir gedacht, sobald das Auto dann so ein bisschen so ging, habe ich nur gehofft, hoffentlich sind wir bald in Holland, dass man ein bisschen abschalten kann, dass man mal runterkommt, was trinken kann, vielleicht ein Kippchen anzünden kann. Zum Ende hin hatten wir vorne sogar so ein Blaulichtding. Das heißt, wenn wir gemerkt haben, es wird mal brenzlig oder es ist gerade viel Verkehr, das konnte dann so ausgefahren werden. Es ist dann ausgefahren und hat dann leicht geblinkt und du konntest es auch wieder einfahren. Wenn viel Verkehr war, haben wir es auch manchmal benutzt, aber extrem selten, damit der Autofahrer vor dir zur Seite geht. Wann kam denn dieser Moment, wo du gedacht hast, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf? Also man ist ja irgendwann länger in der Szene, fast schon, wollte schon fast die Anzahl sagen. Man ist auf jeden Fall schon länger in der Szene und irgendwann merkt man so auch, den gibt's nicht mehr, den gibt es nicht mehr, wo sind die Leute denn hin? Der eine ist dann hier gestorben, der andere ist da gestorben. Klar, jetzt nicht nur wegen Sprengung oder sowas, aber man kriegt es ja auch mit. Irgendwann gibt es vielleicht auch Nachwuchs in der Familie, wo man sich denkt, tot sein ist vielleicht nicht gerade die beste Option. Vor ein paar Jahren hatte man nichts zu verlieren, aber jetzt gibt es da Leute, die auf dich zu Hause warten.
Also es fällt mir allgemein schwer, so im Leben klarzukommen. Und ich frage mich manchmal, ob mir vielleicht so eine Auszeit gut tun würde. Einfach mal 5, 6 Jahre ins Gefängnis. Vielleicht einen Beruf erlernen. Vielleicht einen kompletten Neustart machen, nach Amsterdam ziehen. Gut, vielleicht nicht besser Amsterdam, aber vielleicht weg. Einfach, wo man die Leute nicht kennt. Wo man weiß, man hat seine Ruhe. Man hat seine Familie. Das hört sich so ein bisschen ein, als ob dich das vorherige Leben einholt. Ich meine, du hast dich verabschiedet von der Szene, oder nicht? Gibt's noch Leute, die dich nerven? Gibst du mir einen ganz kurzen Moment auf Toilette? Ja, easy, ach, alles gut. Genau, Licht geht, glaube ich, direkt an, wenn du links rausgehst. In diesem Moment wusste ich selber nicht, ob das Interview noch weitergeht. Mir hat es gezeigt, dass dieses Thema und seine vergangenen Taten ihn auch emotional packen. Und auf der anderen Seite hat es mir natürlich gezeigt, dass das, was er sagt, Hand und Fuß hat. Ich will natürlich auch so ein bisschen über die moralischen Aspekte hinter solchen Taten sprechen. Glaubst du grundsätzlich erstmal, dass du Leuten mit diesen Taten geschadet hast? Den Anwohnern auf jeden Fall. Den Banken glaube ich nicht, aber eher den Anwohnern. Inwiefern? Die Banken sind ja versichert, also sie kriegen das Geld ja wieder, so ist ja nicht, aber der menschliche Schaden ist da viel höher. Da sind ja Menschen, auch junge Familien vielleicht manchmal oder auch früher, gerade früher, wo Gasflaschen verwendet worden sind, wo Gasflaschen nicht zugedreht worden sind, wo dann auch Häuser abbrennen, wo die einsturzgefährdet sind, das ist ja... Ich meine, die Familien müssen ja irgendwo hin, sie müssen irgendwo in ein Hotel, sie müssen eine neue Wohnung haben, sie verlieren vielleicht ihren Arbeitsplatz durch sowas, das ist ja... Und sie kriegen natürlich ein Trauma davon, mal abgesehen. Bereust du das, was du getan hast? Ja, auf jeden Fall. Wie gehst du da für dich persönlich mit um? Es ist schwierig, ne? Also ich kann nicht das gut machen, was ich jetzt mache, aber ich habe jetzt eine neue Chance bekommen, vielleicht ein neues Leben zu führen. Dass ich vielleicht mein Geld, was ich vielleicht auch erwirtschaftet habe, vielleicht nochmal was Gutes machen kann. Hast du davon noch was? Ich denke, das wird dir keiner beantworten. Nur mal eine Dimension. Was kommt aus so einem Automaten raus? Also ich sag mal so, zwischen 80, 90 bis 300.000 ist da schon drin. Wie würdest du auf jemanden reagieren, der überlegt, das auch zu machen? Weil im Grunde ist es halt ein paar Wochen Vorbereitung, ein paar Sekunden Tat, ein paar Stunden Rückfahrt. Ist trotzdem am Ende für 50, 60, 100.000 Euro nicht viel Arbeit. Ja, aber wenn's schief läuft, dann bist du tot. Oder im Gefängnis. Da muss man sich auch überlegen. Es ist nicht das einfach, aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs gar nicht freiwillig reingehen, sondern vielleicht auch ein bisschen reinrutschen. Dass man vielleicht sagt, ey, hol mal, genauso wie bei mir, dass man vielleicht sagt, ey, hol mal ein paar Sachen. Ey, es ist gerade ein Platz frei geworden, willst du nicht mitkommen und sowas. Ich denke eher, die Leute werden da eher reingetrieben, dass sie vielleicht naiv sind, vielleicht auch drogensüchtig, dass es ihnen finanziell nicht gut geht, das sind solche Sachen. Was war denn der konkrete Auslöser dafür, dass du aufgehört hast? Du hast es eben schon so ein bisschen angerissen, was Gründe sein können. Bei dir persönlich, was hat wirklich den Schalter umgelegt? Und passiert sowas von einem auf den anderen Tag? Jein, also der Punkt, wo ich wusste, ich will nicht mehr, das war ungefähr... Also wo ich wusste, habe ich nochmal 2 Sprengungen gemacht. Das war eher so quasi eine Abfindung, dass man gesagt hat, den und den Zeitraum musst du uns gewilligen, dann darfst du raus hier. Es gab Nachwuchs bei mir in der Familie. Das hat mich auch sehr bedenklich gemacht, dass ich mich gefragt habe, wenn jetzt was passiert, wer ist dann für die Leute da? Das schon. Jetzt mal unabhängig davon, dass man anderen Menschen Schaden zugefügt hat, weil die hat es ja auch eine gewisse Last hervorgerufen. Wie geht man damit um? Gib mir kurz einen Moment. Ist easy. Immer alle Zeit der Welt. Gibt es denn Dinge, die dir helfen, sag ich mal, jetzt im Nachhinein wieder ein geregeltes Leben zu führen? Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke auf jeden Fall Freunde, meine Familie. Ja, und auch so Kleinigkeiten. Es gibt so, wie soll ich sagen, ich merke, es gibt bei mir Fortschritte. Ich merke, ich komme damit klar. Ich komme damit klar, auch wenn es dumm klingt, aber... Man merkt, es gibt Fortschritte, aber der Fortschritt ist halt so gering, gerade wenn du eine Sprengung machst. Du weißt, ey, nach einem Monat hast du das Geld und wenn du dann merkst, ey, ich krieg einen Job, dann krieg ich nur 2.000 Euro netto, dann wirst du gekündigt, dann ist die Wirtschaft scheiße. Und dieses da reinzufummeln, wo ich mir manchmal denke, ich bin da zu blöd für, weißt du? Vielleicht ist das sogar das, was ich tun soll, auch wenn es dumm klingt. Aber dieses, was ganz normal ist, was für euch wahrscheinlich alle komplett normal ist für mich irgendwie anstrengend oder kenne ich nicht.
So runtergebrochen Routinen. Ja, genau. So Arbeitsroutinen, Lebensroutinen. Okay, verstehe. Auf der einen Seite kann ich den Drang nach schnellem Geld natürlich absolut nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite bin ich umso beeindruckter, dass jemand nach 9 Geldautomatensprengungen jedem davon abraten würde. Weil man jedes Mal seine Freiheit, sein eigenes Leben und das Leben Unschuldiger aufs Spiel setzt. Abschließend kann ich natürlich nicht schwarz auf weiß verifizieren, bei welchen Taten genau er beteiligt war. Aber das, was der Automatensprenger uns erzählt hat und wie er interne Abläufe geschildert hat, macht das Ganze für uns mehr als glaubhaft. Dieses Video hier konnte tatsächlich nur aufgrund eines Tipps von euch aus der Community umgesetzt werden. Also wenn ihr noch weitere Kontakte zu Menschen aus spannenden Milieus habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Außerdem würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier meinen Kanal auf YouTube abonniert und schreibt auch gerne mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss! Das hier ist die Endcard und hier drüben findet ihr das Interview mit dem Geldautomatensprenger in voller Länge. Ich kann euch versichern, es ist sehr, sehr spannend. Dementsprechend schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei und lasst da doch auch direkt mal ein Abo da.